der Tyson hat seine Kräfte, die er besitzt, die Naturkräfte, also regelrecht umsetzen können fürs Boxen. Und dann der unheimliche Wille dabei, sodass ich also denke, dass er schon Geschichte machen wird. Ich glaube das auch. Und wir möchten Ihnen... Ende Borussia Dortmund. Als sicher gilt auch, dass Möller in keinem Fall mehr zu einem anderen Bundesligisten wechselt. Möller soll Angebote von Juventus Turin aus Italien sowie von Real Madrid Spanien haben. Ein Wechsel Möllers ins Ausland würde Dortmund den Abschied allerdings etwas versüßen. 3,3 Millionen Mark Ablösesumme kämen nämlich dann in die Borussenkasse. Dieter Hoeneß wird neuer Manager des VfB Stuttgart. Hoeneß soll sich vor allem um den Bereich Marketing kümmern. Der Bruder des Bayern-Managers Uli Hoeneß kehrt damit zu seiner ehemaligen Wirkungsstätte zurück. Vielleicht erinnern Sie sich, in den Jahren 1977 bis 1979, da hat Dieter Hoeneß Mittelstürmer beim VfB gespielt und das sehr erfolgreich. Er schoss 25 Tore. Eine Meldung schaffen wir noch. Für den ehemaligen DDR-Fußball-Oberligisten von Wismut Aue, Jens König, ist der Traum von der Fußball-Bundesliga vorerst ausgeträumt. König war im Sommer vorigen Jahres aus der DDR geflüchtet und hatte seither beim VfB Stuttgart trainiert. Er erhält jedoch keine Freigabe. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Vertretern beider deutscher Fußballverbände. Ein Blick zur Uhr, 6:59 Uhr. Nina wartet mit den Nachrichten. Guten Morgen bei RIAS TV, die Nachrichten. Beim gestrigen Sturm auf die ehemalige Stasi-Zentrale in Ostberlin ist ein Schaden von mehreren 100.000 Mark entstanden. Auf einer Pressekonferenz sagte Polizeipräsident Bachmann, wenn es nicht zu Toten und schwer Verletzten gekommen ist, dann ist das in erster Linie ein Verdienst der Vertreter des Bürgerkomitees, von gewaltfrei Demonstrierenden und der Oppositionsgruppen. Auch Ministerpräsident Modrow hatte vor Ort versucht, die aufgebrachten Menschen zu beruhigen. Tausende Demonstranten drangen in den ehemaligen Sitz des Ministeriums für Staatssicherheit ein. Sie zerschlugen Türen und warfen Möbel aus dem Fenster. Schränke wurden aufgebrochen, Akten zerrissen. Nach rund 2 Stunden war die alte Stasi-Zentrale schwer verwüstet. Unterdessen demonstrierten draußen Tausende, Zehntausende von Menschen. Ihre Parole: nieder mit der SED und Stasi, raus. Vertreter der Opposition blockierten den Zugang des Gebäudes und riefen zu Gewaltlosigkeit auf. Auch in Cottbus kam es zu Tumulten. Dort versuchten etwa 50 Teilnehmer eines Demonstrationszuges von mehreren tausend Menschen, das Gebäude des ehemaligen Bezirksamtes für Staatssicherheit zu stürmen. Als ihnen der Zugang verwehrt wurde, warfen sie Fensterscheiben ein. Als Alarmsignal für die Regierung, so bewertete Pfarrer Eppelmann vom Demokratischen Aufbruch die Vorgänge in Ostberlin. In einem Fernsehinterview forderte er außerdem, das Ministerium für Staatssicherheit endlich ehrlich und für jeden durchsichtig aufzulösen. Die Regierungsvertreter sollten begreifen, dass mit dem Volk nicht länger gespielt werden könne. In vielen Städten der DDR gingen gestern Abend wieder Hunderttausende auf die Straße. Zu landesweiten Aktionen gegen die Politik der SED-PDS hatten das Neue Forum und die SPD der DDR aufgerufen. Andere Oppositionsparteien schlossen sich dem Aufruf an. Größte Veranstaltung war die traditionelle Montagsdemonstration in Leipzig. Rund 150.000 Menschen zogen nach dem Friedensgebet in mehreren Kirchen, auch am Gebäude des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes, vorbei. Neben Protesten gegen die SED-PDS wurden auch nationalistische Parolen laut.
In Dresden, Karl-Marx-Stadt, Neubrandenburg, Potsdam und Frankfurt-Oder demonstrierten rund 300.000 Einwohner gegen Rechts- und Linksradikalismus in der DDR und für Chancengleichheit der Parteien. Die meisten der Veranstaltungsredner sprachen sich nach Angaben von ADN für eine Vereinigung beider deutscher Staaten aus. In Ostberlin haben sich selbstständige Handwerker und Gewerbetreibende zu einem Unternehmerverband zusammengeschlossen. Auf dem Gründungskongress forderten sie von Ministerpräsident Modrow konkrete Maßnahmen, um den Selbstständigen in der DDR zu helfen. Für Ende Februar ist erstmals ein gemeinsamer deutsch-deutscher Unternehmerkongress geplant. Auch in der DDR gibt es jetzt eine AIDS-Hilfe. Nach dem Vorbild von Selbsthilfegruppen in Westeuropa und den USA gründeten Vertreter verschiedener Gruppen homosexueller Frauen und Männer die Organisation in Ostberlin. Die AIDS-Hilfe will vor allem die mangelnde Aufklärung über die Immunschwächekrankheit in der DDR bekämpfen. Albaniens Staats- und Parteichef Alia hat Berichte über eine angebliche Verhängung des Ausnahmezustandes in seinem Land als falsch bezeichnet. Sie seien der Versuch, die westlichen Medien mit Lügen zu spicken. Berichte jugoslawischer Medien über Ausnahmezustand, Demonstrationen und Unruhen in Albanien seien reine Erfindung. Bundesaußenminister Genscher hält sich seit gestern zu einem zweitägigen Besuch in Rumänien auf. Er führte Gespräche mit Staatspräsident Iliescu und Ministerpräsident Roman. Er sicherte Rumänien Hilfe für den Wiederaufbau des Landes zu. Erste Hilfsgüter wie Arzneimittel und Babynahrung brachte Genscher bereits mit. Sie sind bestimmt für die deutsche Minderheit in Siebenbürgen und dem Banat. Vertreter der Minderheit trifft er zum Abschluss seines Besuches in Hermannstadt und Temeswar. Und hier sind die aktuellen Börseninformationen. Der Nikkei-Index in Tokio lag mit 37.094,77 Punkte niedriger als am letzten Börsentag, dem Freitag. Zum Vergleich die Werte aus New York und Frankfurt. Der Dow-Jones-Index fiel auf 2.669,37 Punkte und auch der FATS-Index sank. Er betrug 769,50 Punkte. In der ersten Börsenstunde in Tokio wurde der US-Dollar mit einer Mark 69,95 etwas höher als am Freitag notiert. Auch an der Wall Street und in Frankfurt stieg der Dollar auf eine Mark 69,35 in New York und auf eine Mark 68,33 in Frankfurt. Die Feinunze Gold, sie wurde in London mit $412 gehandelt und lag damit um $4 niedriger als am Vortag.